Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Dieses Mal zu Gast Rainer Grimm, Top-Experte für C++. Mit C++ habe ich eine sehr lange Vergangenheit, weil in meinem allerersten Job ging es darum, in C++ zu programmieren. Damals, das war in einer Bank, da hatte ich mir unheimlich schwer mit all diesen Pointern, Referenzen und sonstigen Konstrukten, die es da gab, und das war eine sehr harte Lernkurve für mich. Wer jetzt glaubt, dass C++ heute so total an Bedeutung verloren hat, der liegt wirklich falsch. Denn C++ ist in vielen Steuergeräten, Komponenten oder Bibliotheken immer noch vorhanden. Auch wird C++ ständig weiterentwickelt. Rainer ist seit vielen Jahren ein Top-Experte auf dem Gebiet C++, hat einige Bücher geschrieben, betreibt einen deutsch- und englischsprachigen Blog zu dem Thema, bietet Mentoring-Programme an und spricht auf internationalen Konferenzen. Rainer ist Autor des Buches C++ Core Guidelines Explained. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie sich C++ in den letzten Jahren, Jahrzehnten weiterentwickelt hat, und dann haben wir besonderes Augenmerk auf die Core Guidelines gelegt. Die Core Guidelines beschreiben als Best Practices, wie man guten, modernen C++-Code schreiben kann, wie man bestehenden Code verbessern kann, wie man Interfaces, Funktionen, Klassen, Enumerationen gut nutzen kann, wie man die Performance optimieren kann und sauberen, guten Code schreiben kann. Und das zahlt natürlich alles auf Qualität ein. Viel Spaß beim Hören. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Bin mal neugierig. Ja, es ist also für mich eine große Ehre, dich hier zu haben, weil du bist ja in deinem Bereich C++ ja quasi ist in meiner Welt so ein Guru fast, also einer der Top-Experten. Nee, so alt bin ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also, es gibt auch junge Gurus. Okay. Genau. Hast da ja unzählige Bücher geschrieben, machst Kurse, Workshops in dem Bereich und das ist ja, ich meine, C++, das ist ja so mit einer der längsten Hochsprachen, die es mittlerweile gibt, soweit ich das weiß, kannst du vielleicht auch Du hast recht, ja. dazu sagen, genau. Umso schöner mal da auch zu sehen, was sind denn da so verschiedene Qualitätsaspekte, dass wir uns da heute auch mal ein bisschen drüber unterhalten können. Aber vielleicht bringst du uns mal kurz ins Thema rein, so was ist denn so aus deiner Sicht C++ mit der Entwicklung der letzten Jahre auch, das wird ja auch noch weiterentwickelt. Hast du da mal vielleicht so für uns einen kleinen Abriss, damit wir so auf Stand sind? Okay, also erstmal, du hast gesagt, C++ ist alt. Das stimmt natürlich vollkommen. Es ist wohl mittlerweile, würde ich sagen, 45 Jahre alt. Also Bernd Strostrup hat vor ein paar Jahren gesagt, es sei 40 Jahre alt auf einer Konferenz in Berlin, und das war vor ein paar Jahren. Das kriege ich noch mathematisch auf die Reihe, also 45 einfach mal grob. Okay, dann wird C++, also damit trägt man wahnsinnig viel Altlast mit sich rum. Ich meine, C++ wird mit einem Hintergrund an Hardware entwickelt, die es heute nicht mehr gibt. Ich sage immer in Schulungen, wie hat vor 45 Jahren unser Smartphone ausgeschaut? Aber mit der Intention wird natürlich die Sprache gebaut für die Hardware, die es da gab. Also die Welt ändert sich wahnsinnig schnell, und natürlich, da muss sich auch C++ ändern. Und darüber hinaus gibt es die Anforderung, dass C++ sehr stark in sicherheitskritischen Systemen eingesetzt wird. Embedded Automobil, also im Wesentlichen hängt unsere ganze Automobilindustrie an C++ und die Zulieferer. Und jetzt haben wir also eine Sprache, die sich alt ist, die Wahnsinnsanforderungen hat an Sicherheit, wie Misra, C++ und diese ganzen Standards. Und dann solltest du es natürlich per Design richtig verwenden, weil die Sprache ist natürlich an und für sich extrem komplex, weil wir haben eine komplexe Domäne und dann ist eine komplexe Sprache. Und dann gibt es noch die kleine Feinheit, was für mich als Trainer sehr schön ist. Seit C++ 11 gibt es alle 3 Jahre einen neuen Standard. 11, 14, 17, 20, 23. Gerade schreibe ich über 23. Der 11er und der 20er Standard sind so massiv, dass die Art und Weise ändern, wie wir programmieren. Und jetzt hast du mit diesem ganzen Background, sicherheitskritisch, massiv neue Feature, massiv neue Anforderungen aus der Industrie, hast du eine riesige Anforderungswelle. Und da sollte man einfach eine Idee davon haben, wie man es per Design richtig macht.
oder wie man sich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich einen Fuß schießt, möglichst gering ist. Und das ist einer meiner Dinge, auf die ich den Fokus lege. Das war jetzt ein bisschen länglich. Okay. Ja, das ist alles gut. Ich habe ja selber in meiner Anfangszeit C++ entwickelt, das war so um 2000 rum. Also es ist schon ein paar Jährchen her. Was sind denn da für dich so in den letzten 20 Jahren so die Meilensteine gewesen? Man sagt, alle 3 Jahre eine neue Version. Was ändert man da an so einer Programmiersprache? Was sind da für neue, sagen wir, Pattern oder Vorgehen auch mit eingebaut worden? Ich tue es mal auf 3 Stufen reduzieren, weil sonst erzähle ich jetzt ein Buch. Also es gibt den ersten Standard, das ist der 98, da wurde die Sprache definiert. Dann gibt es den zweiten Standard, das ist der 11er Standard, da wurde die Sprache sehr stark revolutioniert. Da kamen ganz neue Programmierkonzepte rein, wie Lambdas, wie Move Semantics. Das erste Mal haben wir eine Idee von Concurrency gehabt, was per Definition schon höllisch kompliziert ist. Wie 13 Libraries, die dazu kamen. Also C++ 11 hat die Sprache neu definiert. Durch das nennen wir auch C++ 11 modernes C++, davor Legacy C++. Und wenn was neu gemacht wird, muss man auch neu programmieren. Also die Sprache anders anwenden. Und dann gibt es den dritten riesigen Sprung in der C++-Evolution, das ist 20. Da kamen 4 Feature rein, Ranges, Module, Coroutinen und Concepts, die C++ auf ein ganz anderes Level heben. Das ist so anders, dass wir noch gar keinen Namen dafür gefunden haben. Also das 11, 17 sagt man modernes und bei 20 postmodern skaliert nicht, also irgendwas anderes muss man sich mal überlegen. Und das ist ein massiver Bruch nochmals mit der Sprache und der ändert die Sprache massiv. Wird denn in der Praxis sowas, also wird es dann auch weiter migriert? Also wenn jetzt sagen wir, Software, gerade so Steuerungssysteme oder so in alten Versionen geschrieben werden, werden die dann auch wirklich dann noch einmal umgesetzt, refactored in neue? Teils, es hängt natürlich von der Firmenkultur zusammen. Es gibt aber in C++ ein paar Meta-Regeln. Das heißt Regeln, denen C++ immer folgen will. Und eine heißt, so sinngemäß, ein 20er-Compiler muss immer nur 98er-Code übersetzen können. Das heißt, was ich wenn ich schule oder wenn ich was sage, empfehle, ist, man verwendet neue Techniken, wenn man einen Fehler gefunden hat oder wenn man was Neues macht. Aber ich würde wirklich in der Regel nicht empfehlen, altes Zeug zu verbessern, des Verbesserns willen, weil erstmal führst wahnsinnig viel Bugs ein. Ja. Ich meine, du hast schon durch 20 Jahre Erfahrung, haben deine Customer oder deine Kunden schon die Fehler gefunden? Ja, das ist natürlich immer so eine Fragestellung, weil also gerade wenn ich heute auf agile Methoden schaue, da heißt es immer, wir müssen alles refactoren, damit nichts Altes da ist. Ne? Aber ich denke mir gerade bei solchen Compiler-Brüchen oder sagen wir so, wenn da wirklich auch massiv sich in der Sprache was ändert, ist es wahrscheinlich gar nicht so einfacher, gerade mit dem Hintergrund von sicherheitskritischen Systemen, von diesen Steuersoftwaren oder sowas, die ja eigentlich auch laufen. Ne? Und dann hast du so öfters solche Anforderungen wie im medizinischen Bereich, du bist reguliert. Das heißt, du musst zum TÜV Süd gehen und dir das Gerät abnehmen lassen und du möchtest keine Änderung haben, sonst geht der ganze Prozess nochmal los. Das kann bis zur klinischen Evaluation führen also ich war auch verantwortlich für Defibrillatoren. Das will ich nicht oft haben, das ist wahnsinnig aufwendig. Ja, das ist klar. Und vor allem die Dinge laufen ja, ne? Die sind dann auch so zertifiziert, also die kann man ja auch weiter nutzen. Ja, der Regel tue ich es dann nur verändern, wenn es die Hardware, den Chip nicht mehr gibt. Dann bist du schon so gezwungen. Und aus dem Grund wird in dem Bereich noch häufig der Chip schon auf Jahre hinaus eingekauft, damit man immer die Planungssicherheit hat. Das ist eine ganz andere Welt, diese hochregulierte, in der ich auch 3 Jahre war. Ja, verstehe. Jetzt ist es so bei diesen, es gibt ja, was ich so gesehen habe, auch du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, diese Core Guidelines. Also was ist denn das genau? Was steckt denn da so dahinter? Also in der Umgebung, wenn du in einer sicherheitskritischen Umgebung bist oder wo du zertifiziert werden musst. Und das ist in der Regel überall im Automobilbereich und auch Medizinbereich. Sobald du Kontakt mit Menschen hast, musst du gewisse Standards einhalten. Und dann gibt es Standards, ich soll es ja nicht sagen, die ich nicht so leiden kann, wie MISRAT C++, weil der ist ein kleines bisschen angestaubt, der ist von 2008. Ich muss einschränken, die tun den gerade updaten.
Und dann gibt's AUTOSAR C++14. Das kommt im Wesentlichen alles aus der Automobilindustrie. Und das gilt aber auch, wird dann auch in unserer Industrie oder in verschiedenen anderen Industrien eingesetzt. Und auch in der Medizinbereich. Und Zahlfahrtvolle, okay, da gibt's Standards, die du sicher zu entwickeln hast. Und ich kann es nicht leiden, wenn der Standard von 2008 ist, weil da eine Technik geschult wird, die heute eigentlich nicht mehr so gemacht wird. Ich sage immer meine Schulung, wenn ich zu meinen Kunden, wenn sie den Code nicht ändern wollen, den sie vor 2 Jahren geschrieben haben, dann haben sie nichts dazugelernt. Also für mich ist wirklich eine Generation von Software 2, 3 Jahren. Alle 2, 3 Jahren ändert sich die Art und Weise, wie wir schreiben. Und ich meine, 2008, du siehst, das ist weit zurück. Durch das sehe ich das hochgradig kritisch mit diesem Standard, der aber vom TÜV und von den Certified Bodies oder benamsten Stellen, gibt es verschiedene Namen, die sozusagen die Systeme abnehmen, eingefordert wird. Und da ich kein so großer Freund bin und in diesem Bereich war, habe ich sozusagen, sagen wir es mal bösartig, mit einem kleinen Schmunzeln ein U-Boot-Projekt gestartet und habe über die Core Guidelines geschrieben. Das sind auch Guidelines, wie man per Design richtig Software entwickelt. Diese Guidelines werden aber von keinem Standardisierungskomitee getragen oder von keiner Firma vorangetrieben, sondern von der Community. Die 2 Haupteditoren sind Björn Strostrup, der Erfinder von C++, und der Vorsitzende des Standardisierungskomitees, Herb Sutter. Dann habe ich also 100 Artikel drüber in meinem Blog geschrieben, um die ein bisschen bekannter zu machen. Und als ich fertig war, bin ich auf den Björn Strostrup hingegangen und habe gesagt, ihr müsst da ein Buch drüber schreiben. Diese Form, in der sie gerade existiert, ist nicht gut zum Lesen. Wir brauchen da eine Art Lesebuch. Kennst du das Buch Design, das wichtigste Buch, das meiner Ansicht nach jemals geschrieben wurde? Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Design, das Gang of Four Buch. Für mich das wichtigste Buch, das ist 1994 geschrieben worden von der Gang of Four. Hast du eine Erinnerung an das Buch? Ja, nur lose. Schade. Ich hab's früher, ich halte schon lange Fortbildungen, schon seit fast 2002 bin ich in der Ecke unterwegs. Ich habe aber früher gesagt, das ist das Buch mit dem höchsten Einschlaffaktor. Das ist das wichtigste Buch, das je geschrieben wird, aber das ist furchtbar langweilig, weil jedes Pattern in 14 Schritten monoton durchgearbeitet wird. Und genau so sind die Core Guidelines. Es ist furchtbar langweilig, aber wahnsinnig Mehrwert, sich mit den Regeln zu beschäftigen. Und außerdem tut es in die Core Guidelines stark menscheln. Der Björn Strostrup ist ein großer Concepts-Fan, der Herb Sutter ein großer Contracts-Fan, die haben es noch nicht mal einen 23er Standard geschafft. Manche Regeln sind redundant, manche sind schlecht erklärt, manche sind wahnsinnig wichtig, manche sind wahnsinnig nicht so unwichtig. Da braucht man noch ein bisschen eine lesbare Hülle drumherum. Und aus dem Grund bin ich an die beiden hingetreten und habe gesagt, ich soll ein Buch drüber schreiben, weil ich bin ein Wahnsinns-Fan von denen. Aber ja, und dann haben sie gesagt, sie wollen's. Sie haben auch bereits einen Vertrag mit Person. Sie haben aber keine Zeit und in dem, wie soll ich sagen, und aus dem Grund habe ich es für sie geschrieben. Dann haben sie gefragt, ob ich es ihnen abnehmen will. Habe ich gesagt, mache ich. Mein Ziel war, das Buch auf 350 Seiten zu beschränken, aber ich bin ein bisschen gescheitert mit 500 Seiten. Aber es ist deutlich kürzer wie die Core Guidelines. Ja, ja. Jetzt sind ja die Core Guidelines, das sind ja so, du sagst ja auch Design-Richtlinien, ne? Also quasi, oder so Ideen, wie man gut das strukturiert, designt, entwirft, auch die Architektur. Und das ist ja mit die Basis, und das ist immer so ein bisschen auch beim Podcast immer mit die Basis für gute Qualität, ne? Dass ich ein gutes Design auch habe. Und kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben? Was sind dann so typische Guidelines, die so vielleicht auch oft missachtet werden, aber die du unheimlich wichtig findest da in dem Kontext? Okay, also erstmal sind die Core Guidelines in 14, ihr müsst genau nachzählen, gehen wir mal von 14 aus, Sektionen unterteilt, von Interfaces, Funktionen, Klassen, Inheritance, also so alle Punkte, die relevant sind. Und da gibt es wahnsinnig viele Guidelines. Also ein klassischer Punkt, ich bin mal bösartig.
Wenn ein Programm einem um die Ohren fällt, hat's fast immer mit nicht geklärter Ownership versus Leihsemantik zu tun. Ownership versus Borrowing. Sorry, jetzt habe ich Deutsch und Englisch durcheinander gebracht, aber du weißt, was ich meine. Besitz versus Leihen. Das ist das Wichtigste, um Software sauber hinzubekommen. Das heißt, wenn du eine Ressource hast, das kann Speicher sein, das kann ein Mutex sein, das kann ein Filehändler sein, ein Socket, das kann, wenn du mit Devices, mit Geräten interagierst, sein, dass du das Gerät hochfährst und wieder runterfährst. Immer wenn du Verantwortung für was übernimmst, musst du extrem klar klären, bist du Besitzer oder leihst du das? Und hier haben wir einen Wahnsinns-Design-Flaw in klassischem C++ oder C. Bei uns wird Besitz öfters mit einem Pointer übertragen. Und ein Pointer modelliert beides. Besitz und Leihen. Du kannst den Pointer nicht ansehen. Wenn du einen Pointer hast, bist du dann der Besitzer von dem? Also ich sag's mal bildlich, wenn ich dir meinen Autoschlüssel oder meinem Sohn meinen Autoschlüssel zuschmeiß, ist er der Besitzer oder habe ich ins Auto geliehen? Wenn er der Besitzer ist, dann darf er es gegen Baum fahren. Wenn ich es ihm nur geliehen habe, kriegt er ganz arge Probleme mit mir. Wenn er Besitzer ist, muss er es danach auf den Schrottplatz bringen. Also da hast du Verantwortlichkeiten. Und das kann man jetzt wunderschön im modernen C++ regeln. Leider nicht native in der Sprache, weil wir müssen nur die alte Sprache unterstützen, aber ich kann die Disziplin erklären. Und so haben wir praktisch 5 Arten, wie man einer Funktion was übergeben kann. Per Value, per Kopie, per Referenz, per Pointer, per Unique Pointer, per Shared Pointer. Und jedes dieser Dinge modelliert exakt Besitz versus Leihen. Und das ist für mich die allerwichtigste Regel, weil ich sage es immer in Schulungen, immer wenn euch ein Programm um die Ohren fällt, es hängt damit zusammen, weil ihr die 2 Sachen durcheinander gebracht habt. Und es trifft oft, wie was kommt in eine Funktion rein, es trifft aber auch zu, wenn du eine Fabrikfunktion hast, bist du nach Besitzer oder hast du es geliehen? Und das kann man auch leihen, weil wenn du einen Pointer in der Hand hast, weißt du wieder gar nichts. Dann kannst du maximal noch Dokumentation schreiben, der Funktion, hier wird Besitz übertragen. Aber ich bin mal ganz bösartig. Programmieren auf Dokumentation funktioniert nicht. Wir brauchen es auf Typen. Also auf Verbindlichkeiten. Und das ist für mich die mit Abstand wichtigste Regel. Ja, super, sehr, sehr interessant. Ich kann mich an meine Pointer-Geschichten noch von damals gut erinnern. Ja, aber das ist ja da gab es oft Theater. Das ist das ist ein Design-Flow. Das ist ein Design-Flow. Wirklich. Ja. Sehr interessant. Hast du noch so 1, 2 Beispiele? Ja, ich sage eine Meta-Regel immer zu meinen Schulungsteilnehmern. Ich will ja nur provozieren. Ich provoziere natürlich, um zum Denken anzuregen und auch um Gegenwind zu bekommen, weil mir das Spaß macht, sozusagen zu diskutieren und dann ein Stückchen besser zu werden. Ich sage immer, je weniger, ich duze jetzt, in meiner Schulung tut sie meist nicht, aber mir fällt es gerade schwer. Je weniger du programmierst, desto besser werden deine Programme. Das heißt, der Compiler ist unwahrscheinlich clever und je mehr man dem vorschreibt, desto schlimmer wird's. Gib dem Compiler viel Freiheit. Zum Beispiel gibt es eine wahnsinnig haarige Regel. Das ist, wenn du eine Klasse erzeugst, erzeugt der Compiler auf Bedarf 6 spezielle Memberfunktionen. Default-Konstruktor, Destruktor, Copy-Move-Konstruktor, Copy-Move-Zuweisoperator. 6 Stück. Und wenn du da ein bisschen was fehldesignst, dann macht es der Compiler nicht, weil er paranoid ist. Und sobald du da irgendeinen Finger reinfasst und irgendwas fehldesignst, macht es der Compiler nicht und du bist gezwungen, alle 6 zu schreiben. Mit einem riesen Fehlerpotenzial. Ja. Und das ist sozusagen die wichtigste Verkörperung dieser Regel. Es gibt viele, aber je weniger man programmiert, desto besser. Ja, weil sicher, also wenn man da total Fehlerquellen einsparen kann. Ne? Es geht aber auch um Performance. Die Optimierer tun dann den besten Job, wenn sie ganz lokalen Code haben. Ich rede auch über Performance in dem Büchle. Wenn sie total lokalen Code haben, weil dann können die Optimierer aus diesem Code am meisten schließen, weil sie alle Informationen haben. Also es sind so ganz simple Regeln, lokaler Code. Ein wichtiges Kriterium ist ja auch immer so das generelle Thema Wartbarkeit. Wird das da auch mit adressiert? Indirekt, nicht direkt.
Indirekt würde ich sagen, dass es eine Regel gibt, dass man das Rad nie selber erfinden soll und indem, dass du Standard verwendest oder wenn das nicht geht, sehr gut etablierte Libraries, da gibt es so inoffizielle Standards wie zum Beispiel Boost, dann bist ja du nicht mehr der Maintainer von dem Zeug. Und damit ist die Wartbarkeit natürlich gegeben und die Abstraktion hat jemand anders machen müssen und du bist nur noch der Anwender. In der Ecke hat C++ tatsächlich noch ein bisschen eine Schwäche rund um Tooling. In 20 kriegen wir aber Module, beziehungsweise wir haben sie schon, weil ich rede ja jetzt über 23. Und in C++ 23 sagst du nur Import Std und da ist die ganze Library in einem Rutsch reingeschlürft und musst nicht mehr die Header, nicht mehr mit Header beschäftigen. Also kein Include, irgendwas. Ich muss dir was bösartig sagen. Es gibt einen großen Konsensus in der C++-Community. Ja. Ich will ja ganze Zeit schon das Akronym etablieren, das sage ich wieder, MMG. Macros must go. Und mit C++ 20 oder 23 kriegen wir sie tatsächlich vollkommen los. Es gibt keinen Grund mehr. Wir haben Const-Export-Funktionen, die zur Compile-Zeit laufen oder zur Compile-Zeit evaluiert werden können. Wir können bedingte Kompilieren mit const-export-if machen und mit 20 kriegt man jetzt die Include-Dateien weg. Und mit 23 sagst du einfach import std und gut ist. Und das ist weltenschneller und ignoriert Gott sei Dank Makros. Ja, sehr, sehr spannend. Eine Sache, die mir noch einfällt, sagen die ganzen Core-Guidelines auch was zu dem Thema Fehlerhandling? Wie man da gibt es auch einen Aspekt rund um Fehlerbehandlung. Da hat C++ auch noch eine kleine Schwäche, weil wir Exceptions haben und die ein bisschen was kosten. Die kosten in der Regel was, wenn sie schmeißen, also was ja kein Problem ist, wenn du einen Fehler hast, wenn es ein bisschen teurer wird und nicht, wenn nichts passiert. Da gibt es auch einen neuen Datentyp in C++ 23. Das ist jetzt, sorry, das steht natürlich nicht im Buch drin, weil ich mich auf 17 beschränkt habe. Der heißt std expected. Das ist schon ein Datentyp aus der funktionalen Welt, wo du Funktionen aufrufen kannst und der Fehler wird durchpropagiert. Da hat praktisch std expected kann einen erwarteten, unerwarteten Wert haben und du kannst beide Kanäle bedienen und das wird dann durchpropagiert. Und das ist auch dann lazy, das hört dann auch dann auf, wenn ein Fehler aufgetreten ist, dann kriegst du gleich die Fehlermeldung. Verstehe. Ich muss, sorry, weil ich gerade den Ausflug gemacht habe, muss die Geschichte abschließen. Ja, natürlich. Es gibt eine Wahnsinnstendenz in modernen Programmiersprachen und die ist ganz stark auch in C++. Und die ist, Programmieren ist viel zu komplex für unsere beschränkten Geister. Und aus dem Grund kommt gerade massiv die Mathematik rein, aber nicht die Mathematik, sondern die Ideen aus der funktionalen Programmierung wie Haskell, die aus der Mathematik kommen. Und die beeinflussen jetzt die Sprachen wahnsinnig stark. Weil die Mathematik, die haben wir studiert für Tausende von Jahren und die Softwareentwicklung ist eine absolut neue Technik. Da haben wir wahnsinnig viel Fehler gemacht. Und aus dem Grund versucht man gerade immer die Sachen formaler zu machen, insbesondere mit Concurrency im Threading, damit man Systeme hat, die zur Not auch beweisen können, dass sie das tun, was sie tun wollen. Also das ist eine riesen Tendenz und jetzt kommen wahnsinnig so viele Ideen aus der Mathematik rein. Und die dominante Programmiersprache der letzten 10, 15 Jahren ist hier Haskell. Nicht, dass jemand Haskell anwendet, aber Haskell ist unwahrscheinlich einflussreich. Und auch in C++. Unwahrscheinlich einflussreich. Ja, okay. Das heißt, das wirkt sich jetzt auch auf die aktuellen Standards aus, die... Ja, ich meine, Java Generics hat Philip Wadler eingeführt oder Odersky. Beide kommen aus der Java-Ecke. Concepts in C++ hat der Philip Wadler und Björn Strohstow beraten. Also da gibt es wahnsinnig viel. Ranges ist auch eine 20er-Erweiterung, die zweite Implementierung der Standard-Template-Library mit funktionalen Ideen jetzt drin, wie Funktionskomposition, wie Lazy Evaluation. Also die Leute sind unwahrscheinlich einflussreich, auch wenn kaum jemand Haskell verwendet. Ja, verstehe, ja. Wenn du jetzt heute so drauf schaust auf die Welt der Programmiersprachen oder so. Ich meine, du bist jetzt natürlich leidenschaftlich in dem C++-Thema drin. Ich mache auch nur Python und Haskell. Also ich muss ein bisschen
wollte ich nur sagen, nicht ganz so schlimm ist es. Ja. Aber was ist so für dich, was macht so den Charme von C++ aus? Was ist so, wo du sagst, deswegen ist es eine verdammt coole Sprache auch? Also erstmal, was wahnsinnig interessant ist, du hast einen Dinosaurier, der immer noch modern ist, der immer noch die modernen Akzente aufnehmen kann und wo es eine extrem aktive Community gibt, die das vorantreibt. Wir sind nicht, also wie will ich sagen? Und das ist immer noch eine General-Purpose-Sprache. Das ist keine Sprache, die nur in einer Domäne lebt, wie Fortran und COBOL, die auch furchtbar alt sind. Das hat einen allgemeinen Anspruch. Das ist unwahrscheinlich interessant, dass die Sprache für neue Dinge da ist und eigentlich fast in Lockstep oder im Gleichschritt mit Python und Java den anderen Sprachen ist. Sie ist ein bisschen langsamer, weil sie standardisiert ist, die anderen sind nicht standardisiert. Das finde ich wahnsinnig interessant und das ist eine riesen Anforderung. Es ist extrem einfach, eine neue Programmiersprache zu erfinden mit allem, was man aus den 50 Jahren Irrwegen gelernt hat. Aber es ist eine Wahnsinnsanforderung, wie bei ihrer Legacy-Software. Es ist eine Wahnsinnsanforderung, 20 Jahre alte Software am Leben zu halten. Wenn man nicht von vornherein refactored hat. Ich sage immer, 20 Jahre alte Software ist beides ein Fluch und ein Segen. Ein Segen, weil man so lange am Markt ist, und ein Fluch, weil man es an der Backe hat. Also das finde ich eine Wahnsinnssache in C++. Und die zweite Sache, wo ich nur sagen wollte, war, C++ hat einen unwahrscheinlich hohen Anspruch. Wir wollen Abstraktion für null Kosten haben. Heißt in C++, don't pay for anything you don't use. Das ist eine weitere Meta-Regel. Und das ist eine riesen Anforderung. Java und Python haben Abstraktion für keine Nullkosten. Ja. Und C hat keine Mehrkosten, aber dafür keine Abstraktion. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal für mich für C++. Klar, Rust wird auch in eine ähnliche Ecke gehen, klar. Und das ist eine riesen Anforderung. Und lass mich das bloß mit einem Beispiel verstärken. C++ wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in 26 Compile-Time-Reflection bekommen. Das heißt, man kann zur Compile-Zeit abfragen, hey, bist du für ein Typ, was unterstützt du, was kann ich mit dir anstellen? Ein bisschen können wir das schon, aber noch nicht auf dieser Ebene. Das ist ein geniales Feature, für deine Domäne testen. Und das ist ein geniales Feature für Serialization. Du willst Daten übers Netz schicken, da möchtest du einfach Dateninformationen haben können. Wir können es aber nicht so machen wie in Python oder in Java. Keine Runtime-Reflection. Da gibt es Design-Pattern, die beschreiben, wie das tut. Du baust ein zweites Metasystem auf und das fragst zur Runtime nach. Okay, aber das kostet was. Wir brauchen Compile-Time-Reflection. Das ist weltweit komplizierter. Weil wir wollen die Abstraktion für Nullkosten haben. Also an solchen Sachen sieht man das einfach. Ja. Ja, also was für mich da auch total rauskommt, ist, dass wie brandaktuell das noch ist, ne? Also wie wirklich da noch entwickelt wird und immer mit Hirn und Verstand auch diese neuen Versionen von C++ gemacht werden, ne? Also die deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer hängen massiv von C++ ab. Ich rede gar nicht von den kleineren, wo es immer noch wie Embedded Medizin. Für die ist das tatsächlich für mich ein Überlebenskriterium, ob sie das meistern. Weil im Endeffekt autonomes Fahren, die ganzen Videodaten auswerten, das wird mit C++ gemacht. Ja. Und ich meine auch, wenn wir über KI sprechen oder AI, aber irgendeiner muss die Library schreiben. Und die ist sicher nicht in Python geschrieben. Da gibt es einen wunderschönen Python-Wrapper. Aber die Implementierung ist in C++. Ja, genau, ja. Ja, das ist sehr interessant für dich, weil das für mich so ein bisschen den Loop schließt von vor 20 Jahren, als ich das letzte Mal damit Berührung hatte, da zu sehen, dass das noch, dass das so aktiv und belebt noch ist. Ich glaube, das ist auch quasi jetzt auch noch einmal ein Mehrwert durch diese Folge, das nochmal auch wieder quasi in unsere Community zu spielen, dass das C++ nicht so ein alter Hut ist, den man Dinosaurier, ja. Genau, sondern dass da auch noch immer Vitalität und Aktivität drinnen ist, ja. Ja, Rainer, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Wir werden dein Buch, diese Core Guidelines, natürlich auch verlinken und auch deine Seite und deine Kontaktdaten mit dazu packen. Gerne, ja. Ich glaube, das ist natürlich
wenn man da direkt an die Source gehen kann, sozusagen dem Bild zu bleiben, ist das natürlich auch super interessant und da gibt es sicher die eine oder andere Frage oder Rückmeldung auch dazu. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast hier für das Interview. Ich freue mich, dass ich mich erklären durfte oder C++, weil du hast schon mitgekriegt, ich fühle mich in Schulungen immer nur ein. Seit 2016 mache ich nur das, was mir Spaß macht. Ja, das ist auch richtig so. Genau, das ist richtig so. Das merkt man auch, dass das dein Thema ist. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch schöne Zeit, schönen Tag heute und bis bald. Dir auch. Ade.